Ich bin Anna Berkenbusch, Kommunikationsgestalterin und habe ein Designstudio in Berlin. Nach meinem Studium bin ich nach Berlin gegangen. Ich habe in Düsseldorf studiert und habe dort dann mit Erik Spiekermann und Florian Fischer zusammen beim Metadesign gearbeitet. Die gestalteten damals gerade das Formularwesen für die Bank für Gemeinwirtschaft und die Berthold-Exklusivbroschüren. Das hat mich zur Typografie gebracht. Ich bin heute ja jemand, der sehr auf Typografie auch achtet und Typografie schätzt, auch wenn ich mich jetzt nicht als Typografin bezeichnen würde. In der Zeit wurde damals auch das Forum Typografie gegründet, zusammen mit Erik Spiekermann, Hans-Peter Wilberg. Da war ich an dieser Gründung auch beteiligt. Das war eine sehr spannende Zeit. Nach meiner Zeit bei Metadesign bin ich zu Denk Neu gegangen, war dort Geschäftsführerin zusammen mit Klaus Fesenfeld. Wir haben sehr viel für soziale und kulturelle Bereiche gearbeitet, für Frauengruppen. Wir haben Demonstrationsplakate gemacht, wir haben die Besetzer unterstützt. Das war eine Zeit, die gerade in Berlin sehr aufregend war. Und ich glaube, in der Zeit habe ich auch viele AuftraggeberInnen aus der Off-Szene sozusagen bekommen und habe dann auch angefangen, Filmplakate zu machen für kleine Filme. Und dann später immer mehr auch für größere Filmproduktionen und habe dann die Chance gehabt, für Wenders und Herzog Filmplakate zu machen. Für die Filmstiftung Nordrhein-Westfalen habe ich viele Jahre gearbeitet, was mir natürlich auch so ein Stück weit so einen Einblick in diese Filmszene gebracht hat, was für mich durchaus auch sehr spannend war, auf den Filmfestivals zu sein. In meinem Atelier gestalte ich Bücher und Plakate, Erscheinungsbilder, Kampagnen. Ich arbeite viel mit Menschen aus sozialen und kulturellen Projekten zusammen. Ich habe eine Zeit lang für Steps for Peace zum Beispiel gearbeitet, was mich sehr interessiert hat. Und diese Arbeit, die trage ich natürlich zum Teil auch in die Hochschule. Ich habe seit den 80er Jahren immer wieder an unterschiedlichen Hochschulen gelehrt. An der Hochschule für Künste in Bremen zum Beispiel habe ich mit Typografie angefangen. Das hat mich auch sehr gefördert oder befördert, dort zu arbeiten und habe dann eben auch an anderen Hochschulen in Dessau, an der Universität Essen und zuletzt in Halle Typografie, Editorial, Grafikdesign unterrichtet. Gerade der internationale Austausch mit den Hochschulen oder unter den verschiedenen Hochschulen hat mich sehr beflügelt und interessiert und ich habe den auch sehr unterstützt. Ich habe das Glück, auch oft in Jurys tätig zu sein. Zum Beispiel lese ich gerade die Texte für den BF-Preis für designkritische Texte. Ich bin seit einiger Zeit auch im Kunstbeirat für das Finanzministerium. Da kann ich darüber mitbestimmen, was wir für Postwertzeichen benutzen. Das macht immer sehr viel Freude. Und ich habe auch lange in der Jury für den Bundespreis für Ecodesign gearbeitet. Diese Tätigkeiten sind für mich ein großer Luxus, weil sie bereichern, das Denken anregen und gleichzeitig aber auch einen sehr interessanten Austausch mit anderen DesignerInnen möglich machen. Im Moment bin ich gerade dabei, an einem neuen Buch zu forschen. Mich interessiert gerade Inspiration sehr. Wo kommen die Gedanken, wo kommen die Ideen eigentlich her? Nach meinem Buch Alle Tage, was ich auch im EDZ vorstellen konnte, geht es ja sehr um Alltag und der Alltag ist was mich sehr beflügelt. Dazu mache ich auch Workshops hier im Studio und finde es schön, seit meiner Emeritierung mehr Zeit für solche Dinge zu haben. Also eines meiner vielleicht wichtigsten Projekte war die Arbeit an dem Buch Denke Krieg, das wir hier im Studio zusammen mit Tina Wende gestaltet haben. Das war ein Buch, was Arbeiten, Zeichnungen, Fotografien von Kindern aus dem Kosovo gezeigt hat, zusammen mit Interviews. Die Partnerin in dem Projekt war Maren Niemeyer, Designjournalistin und Filmemacherin.
Vor Ort haben die Kinder mit Einwegkameras ihre Umgebung fotografiert nach dem Krieg. Diese ganzen Aufzeichnungen kamen zurück an uns und das Buch, was wir daraus machen konnten, das Gott sei Dank vom Papierhersteller Sappi finanziert worden ist, weil es den Wettbewerb gewonnen hatte, wurde dann eben gedruckt in der großen Auflage und wir konnten das verkaufen und zusammen mit einer Wanderausstellung ist es dann durch die Republik gegangen und hat so viel Geld generieren können, dass wir am Ende vor Ort den Bau eines Kinderspielplatzes unterstützen konnten. Bereichert hat mich auf jeden Fall die Arbeit in Havanna mit jungen DesignerInnen und StudentInnen. Ich hatte die Chance dort 15 Jahre an der Designhochschule oder im Austausch mit der Burg und der dortigen Designhochschule mit jungen Studentinnen im Design zu arbeiten. Die Art und Weise, wie in Kuba aufgrund der Situation, die dort herrscht, mit Materialien umgegangen wird, das Wiederverwenden, das Umnutzen hat mich sehr fasziniert und interessiert und auch sicherlich inspiriert. Das EDZ habe ich durch Erik Spiekermann eigentlich kennengelernt, während meiner Zeit bei Metadesign. Wir sind dann immer zusammen zu den Veranstaltungen gegangen und ich muss sagen, dass mich die Veranstaltungen damals sehr fasziniert haben. Ich habe da viel gelernt. Ich hatte die Gelegenheit, auch mit bekannten DesignerInnen zu diskutieren. Also gerade die kontroversen Diskussionen haben mir damals am besten gefallen. Und dadurch war das IDZ und ist es auch für mich heute immer noch wie so eine Art Instanz in Sachen Design. Also man kann da hingehen, wenn man mit Designfragen sich auseinandersetzen will. Und das ist auch sicherlich eine Institution, die für mich für Netzwerken steht. Ich bin nicht besonders gut im Netzwerken und das IDZ ist sicherlich eins, was einem dabei helfen kann. Ich hatte ja auch mal die Chance, einen Geschäftsbericht oder einen Jahresbericht für das IDZ zu gestalten. Das hat sehr viel Freude gemacht und was ich besonders interessant finde, ist ja diese Insights-Serie, die jetzt angefangen ist, diese Veranstaltung, wo ich auch mein Buch alle Tage vorstellen konnte und sozusagen die Serie damit beginnen. Ich habe das IDZ auch kennengelernt als Organisator des Bundespreis Ecodesign und war immer schlichtweg begeistert von der wunderbaren Organisation und der Freundlichkeit und der Professionalität. Mich inspiriert vor allem der Alltag. Also nicht umsonst heißt mein Buch so, weil ich Design für Menschen, mit Menschen interessant finde. Und ich laufe einfach durch die Gegend. Und seitdem es das Smartphone gibt, habe ich die Chance ja immer auch sofort ganz schnell Dinge zu fotografieren. Es gibt so viele kleine Ausschnitte aus dem täglichen Leben, die für mich inspirierend sind und die sich dann auch immer in den Arbeiten wiederfinden. Aber natürlich gehe ich auch Sachen anschauen und das finde ich auch sehr existenziell eigentlich für mich. Also wenn ich mir keine Sachen angucken kann, ich bin hungrig nach Bildern, dann glaube ich, könnte ich gar nicht als Gestalterin arbeiten. Ich habe gerade einen kleinen Film gesehen, Touched heißt der, von einer deutschen Regisseurin, ich glaube, sie heißt Rosario. Der hat so wahnsinnige Bilder. Also ich habe immer diese Bilder im Kopf. Es ist so ein bisschen Kaurismäki-mäßig. Auch da sind ja diese Bilder wirklich welche, die einen faszinieren und animieren können. Aber ich vergesse diese Bilder nicht, die begleiten mich dann im Alltag. Ich habe seit einiger Zeit für mich auch die abstrakte Malerei entdeckt. Ich habe eine Ausstellung gesehen von Motherwell und ich glaube, dass da für mich noch ein großes Potenzial liegt an Inspiration, obwohl ich in der Regel mich sehr mit Sprache und damit eben auch mit Künstlerinnen auseinandergesetzt habe, die mit Sprache arbeiten, wie Jenny Holzer oder Barbara Kruger, die mit ihren Texten eben mich inspirieren. Und ich denke auch, dass Lesen und Schreiben, gerade Schreiben für DesignerInnen eine tolle Disziplin ist. Das Buch von Doris Dörrier, Schreiben, Lesen, Atmen, ich glaube, so heißt es, hat mich sehr inspiriert. Oder das Buch von Jay Breinert, Ich erinnere mich. Also ich denke, der Alltag ist voll von Inspiration. Man muss das einfach nur heben, den Schatz.